Ja, meine lieben Zuschauer, wir haben ja schon mehrfach angesprochen, dass wir eine Tafelrunde machen. Das heißt, dass wir uns mit geschichtlich interessierten und wissenden Menschen treffen. Und wir machen heute mal die Tafelrunde extern. Das heißt, wir machen sie nicht in Thüringen, wie wir das vorhaben, auf der Wachsenburg, sondern mein Team und ich sind mal etwas weiter weggefahren und treffen uns heute mit Goa Rasadin. Und wir wollen heute mal ein bisschen über Geschichte reden, und zwar den großen Bogen spannen, was unsere beiden Völker eigentlich verbindet und welche gemeinsamen Quellen wir haben. Und deswegen bin ich ganz begeistert, dass wir uns heute treffen und mal über diese Verbindung unserer beiden Völker reden, über das russische und das deutsche Volk. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, Goa. Olaf, ich danke dir dafür, dass du so eine lange Fahrt auf dich genommen hast. Mich freut es besonders, dass wir in diesem Format jetzt sprechen, Live-Begegnung, und auch, dass du ein Mann mit einem fundierten historischen Wissen da bist. Und das ermöglicht uns eine Qualität im Gespräch und aus der Adlerperspektive dieser ganze historische Zusammenhang zu schildern, denn an dieser Ecke fehlt massiv. Das heißt, das deutsche Volk hat jetzt so eine gewisse historische Kurzsichtigkeit erlangt, schaut nur auf das 20. Jahrhundert und was unsere Völker speziell anbetrifft, nur auf die Kampfphase unserer Beziehung. Da ist aber viel mehr und das wollen wir schildern, denn das uns ermöglicht, wieder die gemeinsamen Wurzeln zu spüren und auf diesem Grunde wieder vernünftig miteinander umzugehen und friedlich miteinander koexistieren oder besser noch zusammenzuarbeiten. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, Goa. Ich mich auch, danke. Olaf. Lass uns beginnen. Ja, und jetzt springen wir wieder ein paar Jahrhunderte nach vorn. Man hat ja immer versucht, auch die Allianzen, die zwischen unseren Völkern bestanden haben, auseinanderzubringen. Das können wir ja auch heute in der aktuellen Situation, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Es hat ja letztlich auch im 18., 19. Jahrhundert Bestrebungen gegeben, das auseinanderzubringen, obwohl es sehr gute Allianzen auch im 19. Jahrhundert zwischen, also auch unter Bismarck, zwischen dem Deutschen und dem Russischen Reich gegeben hat. Und das musste sein, wahrscheinlich. Immer von außen hat man versucht, das zu trennen. Das ist auch etwas, was partout nicht reingeht in die Köpfe. Man hält das für eine Verschwörungstheorie, dass England schon im 18. Jahrhundert programmatisch sogar festgehalten hätte, man muss diese Achse brechen, Russland, Deutschland. Das sind Fakten, das sind simple Fakten. Die haben es echt drauf, so die, ich will nicht Angelsachsen sagen, ich sag mal Usuka oder Angloamerikaner, besser, ich will nicht die Sachsen nochmal belangen, ne? Die haben besseres Verständnis für das Geostrategische, für das Geopolitische. Also wir sind, also Deutsche wie Russen sind ein bisschen wie Waisenkinder dagegen. Wir denken national, wir schauen eher auf Wert, auf Gemeinschaft und so weiter. Und die anderen können die Welt gestalten, so wie sie wollen. Die Engländer speziell, das ist schon eine Denkschule, eine ganze Denkschule, die in Russland und Deutschland fast gänzlich fehlt. Ja, wie man die Welt regiert. Ja? Und dazu gehören natürlich auch Brechen von potenziell gefährlichen Bünden. Und das ist mit das Wichtigste für sie immer gewesen, deutsch-russischer Bund. Deswegen, sie haben auch kein Hehl daraus gemacht. Sie haben immer wieder wiederholt, dass das unterbunden werden muss. Und das schon im 18. Jahrhundert.
Und die haben auch Gründe dafür gehabt, weil wir waren sehr eng miteinander verbunden. Ich habe ja von russischen Zarinnen erzählt, die ausnahmslos deutsche Prinzessinnen sind. Ne? Und insofern war eigentlich in Zarenblut dann irgendwann mehr deutsch als russisch. Ja? Und wenn wir also Napoleons Geschichte jetzt ein bisschen bemühen, du hast Bismarck-Zeit erwähnt, aber zurückschauen, na, Friedrich Wilhelm, der preußische König Alexander, persönliche Freundschaft, Alexander der russische Zar, der Erste. Luise, die Gemahlin vom König, auch sehr angetan, also wirklich, sie waren da zu dritt sehr eng miteinander. Und in der Verbündete natürlich auch politisch. Es wird ein Vertrag unterzeichnet zwischen Preußen und russischem Imperium über die ewige Freundschaft. Ja, es gibt ja diesen Vertrag. Hat ihn jemand gekündigt? Nein, dann gibt es. Warum sollte es ungültig sein? Es ist gültig. Es ist von zwei sakralen Repräsentanten von zwei Völkern unterschrieben worden. Das hat absolut Gültigkeit. Und dann schwere Stunde, Napoleon besiegt, ja, die Preußen und die Österreicher, dann marschiert nach Russland, übrigens mit 620.000 Mann. Verbrennt Moskau, Russen haben selbst verbrannt, ehrlich gesagt. Ne? Mit 26.000 zurück, das heißt die ganze Blüte der Nation da in Russland liegen gelassen, großer Held. Wir erinnern uns an diesen Halunken. Ja? Wer weiß bitte von Freundschaft zwischen Friedrich Wilhelm, Alexander, von diesem Vertrag oder das Alexanderplatz in Berlin nach diesem Alexander, nach dem russischen Zaren genannt ist. Frag mal die Deutschen, nicht mal die Berliner wissen. Sie denken, das ist Alexander von Mazedonien wahrscheinlich gewesen. Hat aber allerdings damit nichts zu tun gehabt. Oder dann 30. März 1814, ja, Schlacht bei Paris. Russen sind dann, also einen Tag später, Abdankung von Napoleon, Russen marschieren in Paris rein, die Preußen auch. Viele preußische Generäle wären dann in der russischen Armee involviert, sogar von Clausewitz. Er ist damals, als Preußen mit Franzosen Vertrag unterzeichnen mussten, ja, ist nach Russland gewechselt. Das ist einer der wichtigsten Militärtheoretiker aller Zeiten. Ne? Und wie hat der Alexander reagiert darauf? Er hat eingesehen, dass Preußen, dass Friedrich Wilhelm das machen musste, um das Volk zu bewahren und so weiter. Ja? Schweren Herzens, hat einen Brief geschrieben, das tut nichts, ich habe Verständnis dafür. Na, quasi Seitenwechsel. Ja? Aber dann, als die Möglichkeit wieder da war, sind Preußen wieder an der Seite von Russen oder umgekehrt gekämpft, Paris angenommen. Irgendwas kaputt gemacht vielleicht dort? Na, gar nichts. Damals war die Kriegspropaganda dieselbe wie heute. Die Russen sind ja die Wilden, das sind die Mongolen, das sind aus der Steppe. Sie kommen und werden einfach nur Köpfe abschneiden. Nichts dergleichen ist passiert. Gar nichts. Die haben Paradeuniform da geputzt und in Paris einmarschiert. Ohne Widerstand übrigens, wie die Deutschen auch im Jahre 1940, auch ohne Widerstand Paris eingenommen. So. Einfach so ein paar Ecken, damit wir verstehen. Hier ist eine reale, echte historische oder kriegerische Verbundenheit gewesen gegen größten Imperialisten fast aller Zeiten, Napoleon. Das hat sich bewährt. Das hat eine Gültigkeit. Das ist ein Teil unserer Geschichte. Wir haben in Erinnerung das 20. Jahrhundert mit zwei Kriegen, wo wir gegeneinander standen. Es gab auch andere Zeiten. Im letzten Teil haben wir auch von früheren Zeiten gesprochen, aber auch noch vor kurzem. Es gab dieser Bund da. Und dieser Bund wollten sie brechen, die Engländer und dann die Amerikaner, und es ist ihnen gelungen. Ja, das ist, du sagtest ja gerade diese Dinge zu Alexander. Es gibt da noch ein anderes Beispiel. Das Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach war ja eins der größten Herzogtümer mitten in Thüringen, obwohl sie sich auch Sachsen genannt haben, aber das hatten wir ja vorhin schon mal, das sind alles Thüringer gewesen. Die nannte ihren Sohn dann auch Alexander. Und der Alexander hat eine russische Zarentochter geheiratet, die mit einem großen Dings nach Weimar gekommen ist und so. Und Weimar war ja damals auch kulturell sehr weit oben. Ausgehend im 18. Jahrhundert und dann beginnend 19. Jahrhundert. Und letztlich, auch wenn du diese Verträge ansprichst, es gab ja sogar den Vertrag zwischen Hitler und Stalin 1939 über den Nichtangriffspakt, den dann
die Amerikaner mit den Engländern immer wieder gesagt haben, nein, das darf nicht sein. Und wir verbünden uns mit Polen und so, diese Geschichte. Wenn wir jetzt auf die Ursachen des Ersten und Zweiten Weltkriegs kommen, da würden wir wahrscheinlich sehr weit in die Tiefe gehen. Das sollten wir gar nicht tun. Aber es ist schon richtig, auch nicht nur die Engländer und die, was sagtest du, Usuka. Usuka. US, UK, A. Australien, Usuka. Ja. Usuka. Abkürzung für die angloamerikanische Welt. Aber wer auch immer gegen die Deutschen gekämpft hat, und das waren die Franzosen. Ja. Also das hing schon aus diesen Franken-Dings, Franken, Thüringen, Franken gegen die Germanen, Franzosen gegen die Deutschen, die haben immer versucht, da gab es eine Theorie, auch die schon im, ich glaube, 12. Jahrhundert aufgestellt worden ist von dem französischen König, dass er gesagt hat, wir müssen Deutschland zergliedern. Es muss viele kleine Dings, dass Deutschland nicht groß wird. Ja, also das war das größte Problem. Und als wir dann im 19. Jahrhundert, also 1871, die Reichsgründung war, dann gab es ja diesen, also wenn wir sagen, ein Wirtschaftsboom in Deutschland. Ja, alle diese großen Bauten, die wir heute sehen, die sind ja alle in dieser Zeit errichtet worden. Und das durfte nicht, also das war gegen die Amerikaner und gegen die Engländer, da musste man was tun. Und dann gab es irgendwann den Ersten Weltkrieg. Ja. Der wirtschaftliche Boom war tatsächlich, das war also ein Aufstieg zu einer Wirtschaftsmacht. Und dergleichen, das war einer der ersten oder der wichtigsten Gründe, um das zu unterbinden. Ja. Es passt aber in die ganze Szenerie, in die ganze große Strategie, die tatsächlich jahrhundertelang befolgt wurde. Wir sollen ernst nehmen, was zum Beispiel Churchill sagt, ja, zum Anfang des Zweiten Weltkrieges, das war 40 oder 41. Er sagt, in der Ansprache an die Nation, er sagt, wir müssen verstehen, dass wir nicht gegen Hitler kämpfen. Nicht mal gegen Nationalsozialismus. Volk, ja. Wir kämpfen gegen das Wesen des deutschen Volkes. Der Geist Schillers darf nicht mal wieder auferstehen. Das nenne ich historisches Bewusstsein. Das nenne ich strategisches Denken. Ja. Und alle lieben diesen Churchill, den bekennenden Russen und Deutschhasser. Dann frag mal die Deutschen, das ist ein Leuchtturm der Demokratie. Der den Angriff auf Dresden befohlen hat, ja, ne? Und 320.000 Menschen umgebracht hat, obwohl man das jetzt runter dekliniert. Auf 26.000 haben sie heruntergerechnet in mühevollen Kleinarbeit in den Jahrzehnten danach. Ja. Aber das ist genau das Thema. Also wir haben das nach der Reichsgründung 1871 war vielleicht das erste Wirtschaftswunder, was es in Deutschland gegeben hat. Ja. Ich sage zwar zurück, wir hatten schon mal eins, also dieses Mittelalter, das war gar nicht so dunkel. Es gab auch ein goldenes Mittelalter, aber da können wir vielleicht später mal drauf zurückkommen. Wir waren ja im Fluss der Geschichte und sind jetzt im 19. Jahrhundert und springen jetzt vielleicht noch mal ein Stück in das 20. Jahrhundert. Der Versailler Vertrag nach dem ersten war ja ein Diktatfrieden. Ja? Also es war ja kein Friedensvertrag. Und alles, was danach kam, ist ja letztlich eine Verunglimpfung der Geschichte. Also so haben sich die Völker ja nicht entschieden, sollte es weitergehen, sondern das war etwas Aufoktroyiertes. Ja. Und man hat... Viele sagen ja, dass das Ende des Ersten Weltkrieges praktisch der Beginn oder die Ursache für den Zweiten Weltkrieg war. Viele sagen ja, der Erste Weltkrieg war gar nicht beendet, sondern es hat nur einen Waffenstillstand gegeben, bevor das wieder anfing. Und trotzdem ist in diesen Zwischenjahren, also von 1920 bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges dann wieder, sehr viel technisch-technologische Entwicklung in Deutschland stattgefunden.
Es gab auch eine große technische Zusammenarbeit damals zwischen Sowjetunion und Deutschland. Ja. Auch im militärischen Bereich. Auch im militärischen Bereich, da wollte ich gerade aufgehen. Luftwaffe und so weiter, ja. Auch die Deutschen haben ihre Panzer in Russland ausprobiert, die sie gebaut haben, weil sie das in Deutschland nicht durften. Ja. Und in der Zeit waren ja die meisten Nobelpreisträger, die kamen ja aus Deutschland. Ja. Und was haben wir heute? Heute kommen wir sie alle in das Amerika. War auch nach dem industriellen Boom in Deutschland war wissenschaftlicher Boom, generell kultureller auch. Und wenn wir Jugendstil einfach nur so antippen, die Zeit, da hat das Volk der Dichter und Denker richtig ausgepackt. Das war eine Blüte, trotz dieser Niederlage im Ersten Weltkrieg. Und da gehe ich zurück auf deine Aussage. Für die Zeitgenossen damals war das glasklar, dass dieser Plünderungsvertrag von Versailles zwangsläufig zur Fortsetzung des Ersten Weltkrieges führen wird. Man hat nicht mal erwartet, dass 20 Jahre dazwischen kommen. Aber allen damals, den Leuten war klar, es wird jetzt eine Fortsetzung geben. Deutschland hat übrigens die Schuldenreparationen für den Ersten Weltkrieg, ja, als einzig Schuldiger natürlich, werden sonst, ne? Im Jahre 2010 fertig abbezahlt. Ja. Bis 2010 hat Deutschland Reparationen für den Ersten Weltkrieg bezahlt, damit wir es verstehen. Und Deutschland hat jetzt Goldreserven von 3.400 Tonnen vielleicht, ja, 3.000 Tonnen 400. Ne? Wenn wir das, was Deutschland für den Ersten Weltkrieg abgezahlt hätte, in Gold umsetzen zu jeweiligen Preisen, das sind 26.000 Tonnen Gold. Hat Deutschland für den Ersten Weltkrieg bezahlt. Und von den 3.600 Tonnen Gold, da müsste man jetzt überlegen, ob das wirklich in deutschen Tresoren liegt. Ja, das ist in Fort Knox, ne? Oder liegt das in Fort Knox oder in Großbritannien, in der London City. Ja. Ja. Das weiß man auch nicht. Ja. Aber das ist auch eine interessante Geschichte, auch mal über das Geld und über die Geldtheorien. Die USA war ja in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts komplett pleite. Ja. Also die haben ja dann letztlich das Gold aus China und aus den Philippinen gekauft und haben dort dazu Banknoten gedruckt und haben den kistenweise Dollars hingeschafft und das Gold da weg. Also auch mit einem Vertrag, mit einem 30-jährigen Vertrag. Aber dann sind wir bei Taiwan und dann sind wir bei das machen wir heute mal nicht. Wir bleiben mal in Deutschland und bei unseren beiden Völkern. Und es hat dann letztlich zum Krieg geführt, zum Zweiten Weltkrieg. Und Deutschland musste aufrüsten, weil es plötzlich mit der ganzen Welt Krieg geführt hat. Und aber der deutsche Erfindungsreichtum und die deutschen Wissenschaftler haben natürlich daran gearbeitet, neue Waffensysteme zu entwickeln, um den Krieg am Ende doch zu gewinnen. Und es gibt verschiedene Sachen, das ist ja auch so ein Thema, was im vergangenen Jahr gab es in den Kinos so einen Film über die Entwicklung der amerikanischen Atombombe. Oppenheimer. Oppenheimer, eigentlich ist es ja... Ihr sagt nichts Falsches, Sie haben selbst entwickelt, Sie haben keine deutsche Bombe genommen. Nein. Sie haben keine deutsche Bombe genommen, das ist richtig. Nein, Sie haben... Das ist einfach Zufall, dass als Deutschland besiegt wurde, dann haben plötzlich die Amerikaner die Bombe. Das ist einfach eine zeitliche Koinzidenz, aber das war keine deutsche Bombe. Freunde, es geht darum, dass die Atombombe und Plutoniumbombe, ja, Uran- und Plutoniumbombe in Deutschland entwickelt worden ist und von Amerikanern erbeutet worden ist. Das haben sie auf Japan abgeworfen. Ja, und sie haben ja nicht nur die Atombombe erbeutet, sie haben ja auch 600.000 Patente mitgenommen. Oh ja. Und daher Raketentechnik. Alles, ja. Also das war alles in Deutschland entwickelt. V2, das ist schon eine ballistische Rakete.
Der ganze Antrieb, alles. Das ist eigentlich die ersten Raketen, die da in Orbit geschickt worden sind, das ist Weiterentwicklung von V2. Ist so. Man weiß ja auch gar nicht, das ist in den Köpfen ja gar nicht klar. Also es gab ja in Deutschland zwei, also wenn wir auf die Atombombe zurückkommen, gab es auch zwei Entwicklungsrichtungen, einmal von der Reichspost und einmal von Dr. Diebner, die zwei unterschiedliche Systeme der Bombe entwickelt hatten. Und genauso gab es in den Raketentechniken zwei Systeme. Also einmal die klassische Raketentechnik, die Werner von Braun mit Peenemünde. Yep. Und er hat sie ja nach A klassifiziert, also Aggregat 1, 2, 3, 4. Und die V2 war das Aggregat 4, die A4. Und wenn wir da mal nach 1969 springen, die Saturn V, die Menschen dann zum Mond gebracht haben soll, die war die A13, die war 1945 schon auf den Reißbrettern von Peenemünde fertig. Ob sie tatsächlich als Rakete schon fertig war, da diskutiert man noch drüber. Aber das sind ja alles solche Dinge. Ja? Und du hast es richtig gesagt, Gord, die Atombombe war eine deutsche Entwicklung. Und wann war sie fertig und warum das ist ja immer die große Frage, warum hat sie Deutschland nicht eingesetzt? Knapp vorbei, die Luftwaffe hat nicht mehr gereicht. Ja. Das sagt man, aber wir haben, da bin ich nicht alleine, wir sind in Thüringen so eine Gruppe, die dieses Thema erforschen und auch Dinge daraus publizieren. Es hat am 27. März eine Tagung gegeben, also eine Zusammenkunft von Hitler mit seinen Generälen und Speer und Kammler in seinem Führerhauptquartier. Ja. Und da ging es um die entscheidende Frage, werden die Geheimwaffen jetzt gegen den Feind eingesetzt oder nicht? Ja. Hitler wollte das tun. Speer ist aufgestanden und hat gesagt, nein, wir setzen diese Waffen nicht mehr ein und wir werden das einlagern. Ja. Es hat sicherlich nach dem 20. Juli, also diese Geschichte von Stauffenberg, die ja fehlgeschlagen ist, hat es aber diese Gruppe aus dem Adel und aus den Wissenschaftlern gegeben, die letztlich weiter geforscht haben und weitere Waffensysteme entwickelt haben, diese aber nicht so einsetzen wollten, wie Hitler das wollte, sondern sie haben gesagt, nein, da hören wir jetzt auf. Obwohl, keiner diskutiert eigentlich drüber. Und das ist ja das Thema. Was wollte die Bewegung des 20. Juli eigentlich? Die wollten ja nicht den Krieg beenden. Um Gottes Willen. Das wollten sie nicht. Sie wollten Hitler nicht. Ja. Aber sie wollten wieder, und das ist ja genau das Thema, weil sie von den Amerikanern und von den beeinflusst wurden und von den Engländern und sagen, so, wir schließen uns jetzt zusammen und dann treiben wir die Russen wieder hinter den Ural. Das ist absolut ein Faktor gewesen. Es gab diese Spekulation, es gab auch die Möglichkeit. Es gab sogar nach dem Mai 1945 sogar den Churchill-Plan, unthinkable, das Undenkbare, dass jetzt Wehrmacht und amerikanische und englische Armee alles gegen Russland rollt. Was die Bombe anbetrifft, ich glaube nicht, dass Speer da was zu sagen hätte in dieser Situation. Kammler schon eher. Ich denke, dass es tatsächlich technisch problematisch war. Bombe ist Bombe, aber du musst sie irgendwo hinbringen. Und dafür brauchst du Lufthochheit. Ja? Wohin? Nach Moskau. Da kommst du nicht mehr wirklich durch. Ja? Das war sozusagen die andere Hinbringkomponente nicht mehr gereicht. Und ich wollte noch mal, als du von der amerikanischen Raumforschung erzählt hast, da ist mir eingefallen, Werner von Braun war damals ja auch. Das Militär hat entwickelt, und Werner von Braun, zwei Teams. Und die erste Rakete nach dem Sputnik, nachdem die Russen dann Sputnik geschossen haben, 1957, dann 2 Wochen später hat die amerikanische Rakete gestartet.
Und wie die das medial so immer perfekt vorbereiten, da waren schon alle Journalisten da und Presse, Cap Canaveral, ne? Und die Rakete, statt zu fliegen, ist einfach umgefallen. Und da war ein Sender eingebaut, der dann fröhliche Musik gespielt hat und wir sind im All und so weiter. Ja? Und Werner von Braun, das ist einfach lustig, hat er in seinem Team gesagt, so, ne? Danach kamen sie zum Zuge und haben tatsächlich da erfolgreich abgeschossen. Ne? Ja. Aber er hat gesagt, ich habe ja die Presse gelesen, ne? Nach dem Sputnik. Ne? Und die besten Namen für diese amerikanische Rakete, ja, nicht die deutsche, die amerikanische. Es gab Upsnik, es gab Upsnik, Nullnik, ja, wurde bezeichnet, in Anlehnung an Sputnik. Ne? Nullnik, Upsnik, aber er sagt, aber am besten hat mir der Name Kaputnik gefallen. Ne? Ja, es ist... Ja. Nee, der Raketentechnik auch, Deutsch. Ja? Ja. Deutsch und nicht nur die Pläne, sondern aber Hunderte, wenn nicht Tausende von Wissenschaftlern vom hohen Grade, ja, das haben die ja alles und Patente und so weiter, alles abgecheckt. Ja. Das war ja, wenn man sich die Dinge auch vergegenwärtigt, zu heute, ja. Also damals, man hat, die Briten haben das rausgekriegt mit Peenemünde, wo das war. Ne? Also man hat Peenemünde ja gut getarnt, aber trotzdem, irgendwann war das klar, da sind mal Versuchsschüsse hochgegangen und so, haben die Briten schon mitbekommen. Und dann hat man im Sommer 1944 entschieden, das nach Thüringen in den Kohnstein nach Nordhausen zu verlagern. Da gab es schon Höhlensysteme, aber man hat das dann aufgebaut und hat innerhalb kürzester Zeit eine ganze Fabrik zur Herstellung dieser Rakete gebaut. Ja. Also die V2 oder A4 ist ja, da geht so ein bisschen der Ingenieur mit mir durch, sind ja 25.000 Einzelteile. Ja. Also es war eine Flüssigrakete, also mit Flüssigwasserstoff und Alkohol. Und die wurde unterirdisch in dieser Fabrik montiert. Und man hat jetzt im Sommer 1944 die Entscheidung getroffen. Und im Januar 1945 sind im Dreischichteinsatz unterirdisch diese Raketen. Und jetzt eine Schätzfrage, Gor, was schätzt du, was der Ausstoß in einem Monat war von diesen Raketen? 300. Das ist schon mal eine gute Schätzung, es waren 800. Das ist viel. Ja. 800 Raketen in einem Monat in 3 Schichten und stehend montiert. Ja. Das ist heute immer noch weltweit die größte und technologisch aufwendigste unterirdisch arbeitende Fabrik der Welt. So etwas hat es nie wieder gegeben. Ja. Und noch eine Zahl zum Abschluss. Was meinst du, wie viel von diesen A4 V2 hat es insgesamt gegeben? Nein, schon ein paar tausend. Ne? Ja, also man sagt zwischen 3.600 und 3.800 Raketen. Ja. Und Hitler hatte ja zum Ende des Krieges befohlen, dass alle diese Dinge vernichtet werden. Also Pläne, auch diese ganzen Ausrüstungen und die Fabriken. Das ist vom Speer und auch von Werner von Braun nicht gemacht worden. Also Werner von Braun hat dann über die Paperclip-Aktion alle Dokumente, alle Zeichnungen von den Dingen mitgenommen. Der Mann hat schon an die Zukunft gedacht. Ne? Ja, und die Amerikaner haben ja, obwohl es in Jalta anders vereinbart war, mit General Patton nach Thüringen, diesen Einmarsch nach Thüringen gemacht. Lass uns jetzt das Technische rauslassen, sonst ich sage, geht der Ingenieur mit vor allem die Frauen überfordert, ne? Mit Details. Aber zurück zu diesem Politischen. Wir betrachten so auch den Zweiten Weltkrieg, als wäre das ein Stein gemeißelt zum Beispiel, dass Russland gegen Deutschland und dass die Engländer und Amerikaner zwingend auch dagegen, ne? Alliierten, wie denn sonst. Fakten, amerikanischer Kongress im April 1941, ja, so 2 Monate vor dem Ausbruch des Russischen Krieges,
trifft die Entscheidung, offiziell bekundet und überliefert, ne, dass sie nach dem Beginn russen-deutschen Krieges die Seite unterstützen werden, die den Krieg angefangen hat. Das heißt, hätten die Russen angefangen, dann wären die Amerikaner auf der Seite von Deutschen. Das ist ein Beschluss des amerikanischen Kongresses in April 1941. Atem anhalten, einfach verstehen. Das alles variabel bis zu Ende war. Für Juni 1941, Anfang des Krieges, haben die Engländer Bombardierung russischer Ölanlagen im Kaukasus geplant, Baku und so weiter, jetzt Aserbaidschan. Es hätte auch anders funktionieren können. Für sie war wichtig einfach, dass dieser Krieg stattfindet. Welche Seite sie da unterstützen, das war für sie variabel. Damit wir verstehen, dass der Kalkül auf der anderen Seite nicht auf Prinzipien basiert, sondern auf geopolitischen Interessen. Hauptsache, die schlagen sich die Köpfe ein. Ist vollkommen richtig, was du sagst, Goa. Und auch während des ganzen Zweiten Weltkrieges haben die Amerikaner ja auch Deutschland unterstützt. Ja, beide Seiten unterstützt. Mit Waffen und auch die ganzen Fahrzeuge. Opel war ja General Motors und das ist auch gemacht worden. Interessant wird es dann, was ist an sich danach passiert. Wie hat sich das wieder neu sortiert und das vielleicht in einer nächsten Folge. Machen wir. Danke.